Ja, da steht ein Auto von Raimo, OF, RE, Offenbach, und RE steht für Raimo, das habe ich gerade erfahren. Und was Raimo macht, werden wir gleich mal erfahren. Gehört habe ich schon mal, aber die Leute werden mich jetzt auslachen, werden sagen, was, du kennst Raimo noch nicht so ganz genau. Stimmt gar nicht, denn ich hatte schon mal was von Raimo für meinen VW-Bus. So sieht's aus. Die machen, glaube ich, Aufstelldächer und so weiter. Aber es hat einen Grund, warum dieser Twin 600 SPB Supreme, die Namen werden immer geiler für die Autos, ja, hier steht. Und wir sind tatsächlich hier mitten in, wo sind wir eigentlich? Ist es Bayern? Das ist im Endeffekt ist das schon Bayern. Ist das schon Bayern? Nee, ja. Baden-Württemberg ist Baden-Württemberg ist es. Ja, Genau. okay. Wir wollen es mal nicht so festlegen, aber ich gucke mal gerade, Schwalbach steht da hinten. So, es hat einen Grund, warum wir hier stehen. Du bist Elektroingenieur. Und Elektrotechniker. Elektrotechniker. Genau, und habe tatsächlich ein Neuland betreten und habe dort ein neues Set kreiert. Und das Set hat Raimo ins Programm mit aufgenommen. Und Raimo hat letztendlich Exklusivrechte für dieses XXL Sleep. Und das ist nichts anderes als ein Umbauset, wo ich ein Querbett zu einem Längsbett bauen kann. Das ist phänomenal. Ich habe es auf Bildern gesehen, aber ich habe gesagt, komm, wir treffen uns mal. Also ich bin heute zufälligerweise bei HRZ. Dann haben wir gesagt, da seid ihr vorbeigekommen auf dem Weg nach Offenbach. Ja. Du bist Außendienstler bei Raimo. So schaut's aus, genau. Dein Name? Marco Bönig. Marco Bönig, zeig das mal gerade hier. Toll in Raimo-Design hier. Und du bist der? Netball Werner. Nochmal. Netball. Geiler Name. Ist das ein Ja. bayerischer Name? Ja, nicht ganz. Nicht ganz. Kommt eher vom Tschechischen. Sau geil. Also ich mag das jetzt schon. Ich weiß, dass die Tschechen unglaublich erfinderisch sind, aber du sprichst so. Liegt's daran. Liegt's daran, ja. Ja. So, Das zeig sind- mal. Also weder der Mann von Raimo noch ich weiß, worum es geht. Und wir haben extra gesagt, du wolltest mir vorher schon zeigen. Habe ich gesagt, nein, mach's nicht. Ja, gut. Denn es ist so geil auf den Bildern. Du musst mal zeigen, wie es umgebaut wird. Ja? Richtig, Und vielleicht ja. mal, wenn du einfach mal die Türen hinten aufmachst. Ich bin nämlich ganz gespannt. Und du auch, oder? Ich bin jetzt erstmal Zuschauer, wir machen uns beide den ganz gemütlichen und der Werner wird ein bisschen basteln. Aber die Idee ist ja klasse. Du hast da mal echt viel zu wenig Platz, oder? Im Querbett. Da ich nicht der Größte bin, geht's. Und du hast natürlich, du bist was anderes gewöhnt. Ja, also ich schlafe ja auch im VW-Bus, im T6. Also das ist ja nur, damit wir ein bisschen mal zeigen können, was so geht technisch Ja. in dem großen Auto, meinst du, Ja. gell? So, er räumt jetzt mal ein bisschen was raus. Genau, wenn du eine dritte Hand brauchst, sagst Bescheid. Ne? Ansonsten sieht es bisher sehr professionell aus, was du tust. Ich muss sagen, die Leute von Raimo haben das Arbeiten ja nicht erfunden. Ja, deswegen schauen sie lieber zu. Hörst Nee, komm, hörst du- du jemand widersprechen? Nein. Du darfst aber gerne helfen, wenn du möchtest. Aber Werner würde schon sagen. Also im Endeffekt geht es darum, es ist ein Set, das ermöglicht, das ist ein bisschen so wie ein 3D-Bauset, wo ich alleine mit Einzelteilen das Ganze zusammensetze. Insgesamt sind es 12 Teile Okay. und ich kann das ganze Werkzeug losmachen. Die ganzen Teile sind alle mit dabei, das werden wir gleich sehen. super, ich bin ganz gespannt. Also was ich gesehen habe, da sind schon mal Schwerlastschienen dabei, so ein bisschen. Aber ich bin immer ruhig, ja. Er hat nämlich ein Münchner Kennzeichen, da habe ich immer, vor den Bayern habe ich immer Respekt, muss ich sagen. Keine Angst. Keine Angst, sagt er. Du bist doch Fußballer, so ein bisschen? Nein, da haben wir keine Gesprächsgrundlage. In dem Set sind im Endeffekt alle Teile sind dort schon vorbereitet. Ich zeig das mal gerade von unten. Das sind Schrauben? Das sind im Endeffekt die Schrauben, dass man das Werkzeug los zusammenbauen kann. Toll. Genau. So, wir filmen das Ganze auch mal in Echtzeit, dass man auch mal sieht. Er hat nämlich gesagt, ein Geübter kann das wirklich in kurzer Zeit machen. Und viele stehen ja mehrere Tage so auf dem Campingplatz zum Beispiel und da kann man das ruhig mal machen. Viele fahren ja auch mit so einem Auto mit Kindern in Urlaub. Genau, und dann brauchst du den Platz brauchst zum du- Schlafen. So, ihr habt oben drauf eine fette Klimaanlage gemacht. Bei 220 Volt Außenstrom kann man die mit installieren, mit einschalten. Dann Okay. darf es dann auch gerne draußen ein bisschen wärmer sein. Und du lebst quasi in dem Auto. Nein, ich bin unterwegs, mal 2-3 Tage die Das Woche. ist das Edelteil für die Mitte später. Das ist im Endeffekt das Bullauge nach außen, wo ich dann aufklappen kann. Stark. Ich kann es mir noch nicht so richtig vorstellen, aber ich hab die Bilder gesehen. Ist echt eine tolle Idee, oder? Ist super. Also hat auch Charme, ne? Du bist so ein bisschen mit Zelt, bist ja doch im Prinzip in Verbindung und hast beides. Hast einen Kastenwagen, hast den Luxus des Kastenwagens. Und eins hast du garantiert, ja. Den Er weiß Hingucker. schon, du hast den Hingucker am Campingplatz. Genau. Weil er weiß schon ganz genau, warum wir das filmen. Weil
die Leute gucken das nämlich und wenn sie es dann irgendwo sehen auf dem Campingplatz, da werden sie sagen, ist das? Und dann werden die Leute sagen, ist es. Genau so sieht es aus. Ja. Also ich habe jetzt alle Teile mal rausgeräumt, dass man hier mal alle Teile verfügbar hat. Und dann können wir einfach mal anfangen mit der Konstruktion. 2 Flügel, so nennen wir die. 2 Flügel sind in der Grundmontage am Fahrzeug montiert. Die bleiben auch dran. Da kann ich die Türen zumachen, alles gut. So, das heißt, also es werden wenige Schrauben gebohrt. So kann man sagen, fast zerstörungsfrei. Ja. So, und jetzt darfst du mithelfen, wenn du magst. Ja? Dann werden wir mal. So, Wir brauchen als erstes diese. warte, ich filme mal mit. Und zwar 4 Stück. Jeder 2. Aber wenn du mir mal kurz zeigst, was du da hast. Jetzt für Flügelschrauben. Flügelschrauben mit ja, M8 ist das. Okay. So, die Teile kommen jetzt hier drunter. Das heißt, Also es wäre gut in zweiter Hand. es geht, wenn man das mal gemacht hat, geht das alleine. Jetzt ist es natürlich ein bisschen überschaubarer, wenn wir es zu zweit machen. Der ist ja auch da. Zum Beispiel die Ehefrau könnte das sein, der Sohn, der könnte helfen. Genau. Das Material ist aus Holz? Das Material sind lauter MDF-Platten, also sehr hochwertiges Material. Und alle Teile sind made in Germany, besser noch made in Bavaria. Genau, wenn du das gerade noch mal einmal sagst, bitte in die Kamera. Made in Bavaria. So, jetzt habe ich dich genug gequält. Kein Problem. Ah, jetzt. Passt, oder? Fast. Also erstmal locker reinschauen. Wenn das der Herr Fiat sehen könnte, was wir aus seinem Ducato gemacht haben. Genau. Und das ist der erste Querträger, mit dem man beginnt. Passt, oder? Passt. Okay. Also wenn alle 4 Schrauben drin sind, dann kann man die fest anziehen jetzt. Schön handfest. Jo. Das wird nachher die Liegefläche sein. Okay. Da sieht man jetzt andeutungsweise schon. Wir machen aber jetzt weiter mit der Rückwand. Und die Rückwand sind im Endeffekt 2 Teile. Ich habe eine ganz kurze Zwischenfrage. Ja, Wenn ich den Stellplatz mal wechseln muss auf dem Campingplatz, das kommt ja schon mal vor in Südfrankreich, wenn du also die Restplätze nimmst, die gut sind, kann ich damit noch langsam fahren? Auf dem Campingplatz ganz sicher. Du kannst auch die Toilette entleeren, du kannst Brauchwasser austauschen und. Am Campingplatz ist das kein Problem. Bitte nicht schneller fahren als 60. Ist aber nichts, was am Boden schleift oder irgendwas? Nein, gar nichts. Alles freitragen. Super. Alles freitragen. Bitteschön. Okay, also Was machen wir, Werner? jetzt geht es hier weiter. Jetzt können wir hier schon mal oben ablegen. Jetzt haben wir ja schon mal eine Ablage. Jetzt brauchen wir die großen. 2 Stück, zweimal links, zweimal rechts. Die können wir hier schon mal hinlegen. Und für die Querstäbe, das ist die Querstäbe, die Rückwand. Achso, Teile- steht da mal drauf, gell? Ja, da steht immer mit drauf. Oben Querstäbe, Rückwand oben. Okay. Immer mit Symbolen. Und da sind noch die Schrauben jeweils dabei, die zu verwenden die man sind? noch braucht. M6 6-mal, das sind die kleinen M6er dann hier. Ah, prima. Und zur Not könnte man hier sogar noch eine Beschriftung drauf machen, M6. Ja, ich glaube Learning by Doing. Das funktioniert. Sie gehen da gar nicht anders rein. Okay, verstanden. Die gehen gar nicht anders rein. So rum. Also, das heißt, hier kann man jetzt verbinden. Wir machen es jetzt langsam Step by Step, damit man mal sieht, was da passiert. Erstmal locker. Erstmal locker, richtig. Hier das gleiche. Das ist wieder mal so ein Ding, wo du dir 10-mal überlegst, ob du sowas selber baust, ja. Weil ich kenne den Preis ja noch nicht, aber das würde ich zum Beispiel niemals hinkriegen. Das tust du dir nicht an. Das tust du dir nicht an, oder? Nein, das tust du dir nicht an. Ich glaube, das ist auch was für Serienfertigung, oder? Wenn du mal eins entwickelt hast, da kannst du die halt öfter machen. Ja, das war der große Knackpunkt, dass man dort natürlich weggeht vom Prototyping. Weil Prototyping ist natürlich das eine. Es ist halt irgendwann, geht es halt dann in die Serie. Genau. Also wenn das locker drin ist, dann können wir die jetzt auch fixieren, fest fixieren hier. Sag mal, jetzt die Leute hier von Raimo zu begeistern, war das schwer? Ich will ja wissen, wie es geht. Ich habe es noch nie aufgebaut. Ach so, ihr habt noch gar keinen Vertrag mit ihm, doch. Doch, aber ich habe es noch nie aufgebaut. Okay, hast du noch nie aufgebaut. Also jetzt können wir die nehmen hier. Ja. Und Sehr dann, schön. Es geht alleine auch, aber zu zweit geht es natürlich super klasse. Einfach hoch Ja. mit dem Ganzen. Und diese Löcher hier, die gehen jetzt hier in Deckung.
Ich werde nicht. Genau. Das Hier wird ein- in Deckung. Das wird ein ganzes Die Haus. Folie rausziehen bitte. Genau. Ist Dann das kann man hier schon montieren. genial. Wie gesagt, alles immer schön werkzeuglos. Und alles made in Bayern. Alles made in Bayern. Genau. Und das passt auf jeden Ducato Citroën. Das passt auf jeden Kastenwagen mit der Höhe H2, weil die Höhe ist natürlich maßgeblich. Die Länge ist dann L1 bis L3. Also jetzt auch Mercedes würde auch gehen? Mercedes nicht. Alles im Endeffekt Ducato oder Ducato Jumper Citroën, genau. sind drin und so. Okay, verstanden. Genau. So, das ist jetzt schon mal die Rückwand und man kann jetzt theoretisch, kann man sich das Dach sogar sparen, wenn jetzt jemand dabei ist, der sagt, ich habe so eine gute Location, ich möchte auch nur die Liegefläche machen und lasse alles offen. Dann hast du Sternenhimmel. Dann hast du Sternenhimmel, richtig. Also auch die Option gibt es natürlich. Also im Prinzip je nachdem, wo man ist, gibt es vielleicht noch ein Fliegennetz drüber oder so. Ja, Fliegennetz ist momentan noch nicht dabei, aber das ist ja Handelsware. Handelsware, kannst du einfach kaufen. Genau. Toll. So, jetzt wenn man innen reinguckt hier, und da ist das Schöne, der hat ein schönes Trittbrett hier, da komme ich da oben rauf. Warte, ich zeig's mal. Also du stehst unten auf dem Trittbrett. Gut, du bist ein großer Mann. Wie groß bist du heute? Ich bin heute mal 1,89, aber auch mit 1,60 kommst du da rauf. Okay. Das klappt. Weil da innen sind zwei so Glättbänder dran, wo ich das Ganze noch fixiere. So, damit man im Endeffekt hier, jetzt muss ich schnell gucken. Die Sonne ist ein bisschen hell, ich sehe nichts. Ja, wir haben gutes Wetter Wir bestellt. hatten ja sehr gutes Wetter jetzt. So, jetzt passt's. Hier, jetzt ist links und rechts fixiert, das heißt, die Rückwand ist jetzt schon mal so stabil, dass man mit dem Rest weitermachen kann. Gut. So, die Uhr läuft. Wir filmen seit 12 Minuten und ich denke, man kriegt es in einer halben Zeit hin, wenn man geübt hat. Also in 15 Minuten bringst du das ganze Set hinten dran, wenn du es ein paar Mal gemacht hast. Sehr schön. Beim ersten Mal ist es natürlich ein bisschen mehr, aber das ist ja Learning by Doing. Also ich würde es ein bisschen langsamer machen. Der Vorteil ist, du kriegst dann anschließend Rosé oder einen Rotwein von den ganzen Nachbarn. Ja, der Eyecatcher am Platz wird generiert, definitiv. Sehr schön. Das haben wir auch gesehen, dass die Leute die kommen alle und sagen, wem gehört denn dieses stylische Fahrzeug? Wo gibt es das und wer hat das im Programm? Sehr schön. Und darum sind wir hier auch unterwegs. Raimo hat's. So, kann man jetzt schon mal sagen. So. Jetzt kommt die zweite Dachstrebe. Ja. Das kann man hier nochmal sehen. Warte, ich zeig's. Querstrebe oben fürs Dach. Die ist hier drin in der Kiste. So. Das Ding ist zweiteilig, weil sonst wäre es zu lang. Dass es ein bisschen einfacher ist zum Verpacken nachher. Ich lese schon Und da das oben. Ganze ist auch wieder so mit Magneten gelöst, dass ich hier am Fahrzeug das nutzen kann, weil das ist ja der große Vorteil bei den Kastenwegen, dass die Metall haben. Und das ist ja, werden wir nachher noch sehen, das sieht man an einigen Punkten. So, das heißt, diese Querstrebe, So, klack, fertig. da ist auch ein Schutz drüber, dass nichts irgendwie kratzen kann oder so. Da kommt die Plane direkt auf das Dachsystem. Okay, Und das liegt hier oben auf. Ja, ich habe nur gesehen, da vorne war jetzt ein Gummi dran. Also die Leute haben immer Angst um ihr Auto. Da Ja, passiert da nichts, ist im oder? Endeffekt, das ist gummiert. Also da ist nichts Metall auf Metall. Okay, Nirgends. klasse. An keiner Stelle. Er hat dann alles gedacht, oder? Ziemlich. Ja, es ist schon tricky. Und du merkst so die Freude, die er hat. Dabei, da darf ich dich mal fragen, ungefähr wie lange es gedauert hat, das zu entwickeln? Das hat 1,5 Jahre. Okay. 1,5 Jahre, vier Prototypen letztendlich. Das ist dann der 5. Mit Partnern, die dann letztendlich für das Dach ist sehr hochwertig, also mit LKW-Plane verschweißt, dauerhaft verschweißt. Da habe ich auf das Material hast du nur von der ständigen Outdoor-Nutzung hast du 10 Jahre Garantie. Das braucht kein Mensch. Aber es bringt ja nichts, wenn du dort Billigware nimmst, da wirst du nicht froh. Stimmt. Genau. Also, jetzt kommt, nachdem die erste Rückwand schon da ist und dieser Träger, kommt jetzt das Dachsystem. Und das Dachsystem heißt deswegen so, weil es selbsttragend ist.
Das wird man jetzt gleich sehen. Du gehst da sehr selbstverständlich ran. Ich glaube, ich kann dir nicht helfen, oder? So, es ist so konzipiert, dass es alleine geht. Ja. Gut schaut's aus. So, jetzt klappen wir das mal auf. Das Wortsystem. So, und dann bin ich ja hier schon da und kann das Ganze hochziehen. Und dann wird es schon dunkel hier. Gut, was auch der Sinn der Sache ist. Was auch Sinn der Sache ist. Das heißt, es ist sonnendicht und Es ist lichtdicht und vor allem wasserdicht. wasserdicht. Genau, wasserdicht. In vielen Sessions erprobt. So. Das heißt, es hat auch ordentlich schon mal drauf geregnet. Ja, ich bin vorletztes Jahr immer dann, wenn alle rausgefahren sind, heimgefahren sind, weil das Wetter schlecht wurde, bin ich rausgefahren. So, das heißt, er braucht keine Regenteststation, irgendwas. Er fährt raus und wir hatten ja genug schlechtes Wetter. Keine Zeltstangen braucht er. Genau, also für Schlechtwetter ist es optimal, weil du hast trotzdem den großen Raum und kannst sicher sein, dass du trocken bleibst. So, und jetzt sieht man hier, in diese Plane sind fest eingenäht dauerhafte Magnete, die im Endeffekt dann die Verbindung zum Fahrzeug machen. Das geht hier bis runter dann. Und die wichtigste Stelle ist aber eine andere. Die wichtigste Stelle ist die hier am Fahrzeug entlang. Okay, dass da nicht reinläuft. Nicht reinläuft. Und da gibt es noch eine Besonderheit. Die Kastenwägen haben alle eine Regenablaufrinne oben. Und diese Regenablaufrinne, die macht ja das, was der Name schon sagt. Die lässt den Regen ablaufen nach hinten. Okay. Dazu braucht man Spezialdichtungen. Warte mal kurz, wenn du die mal langsamer in die Kamera zeigst. So. Das sind selbstgemachte Spezialdichtungen, die genau hier oben reinpassen. Einmal für links und einmal für rechts. Achso, steht drauf. L und R. Und die müssen hier oben eingelegt werden. Vorher. Okay, zeig mal, wie? Ich befürchte, dass wir schon weit sind. So, Ah, da oben. da oben rein in diese Regenablaufrinne. Nummer 1. Ja. Und die rechte natürlich in die rechte Seite. So. Und die hält auch per Magnet. Die hält nicht mehr, das ist eine Silikondichtung. Hält. Die hält. Die wird ja nachher festgehalten von der Plane. So. Du weißt ja, ich bin der King für dumme Fragen. Auch hier, wenn du mal Es gibt keine dummen Fragen. kurz mal gerade die Innenseite zeigst, wie die gemacht ist mit den Magneten, weil die Leute immer so ein bisschen Angst haben in ihrem Lack. Die Magnete sind eingenäht und sind tatsächlich auch Genau, haben lackschonend. Okay, also zur Not könnte man da noch einen kleinen Aufkleber drunter machen, wie beim VW-Bus, bei den Heckträgern. Ein Klarsichtaufkleber für ganz Vorsichtige. Ganz vorsichtig, ja genau, richtig. Dann haben wir hier einen Haken, das ist der erste Haken in Fahrtrichtung Rechtsseite. Da ist der Haken. Unten wird der eingehangen. So, das ist Nummer 1. Auf der zweiten Seite sieht das genauso aus. Und jetzt kommt hier was ganz Besonderes zum Einsatz. Ja. Das ist die Ratsche. Zeig mal, langsam bitte. Das ist die Ratsche, wo ich nachher den Gurt, der da drin ist, den kann ich mit der spannen. Eine Magnetratsche. Und die Magnet ist nur deswegen, dass ich die Hand frei habe. Nur deshalb, sonst brauche ich das nicht. Die Okay. hält nachher von alleine. Gut. Und die Besonderheit ist, jetzt wenn jemand vorbeikommt und sagt, oh, was ist das für eine schöne Ratsche, da drehe ich doch mal. Ja. Kann er Kutsche. nicht. Zeig nochmal langsam, bitte. Kann er nicht. Der Griff ist abnehmbar. Ja, du musst das nochmal, bitte mal nicht wackeln, ganz langsam. So, zack. Boah, das Hammer. Ja, es ist an einiges gedacht. Die Deutschen, nee, die Bayern. So, Ja, ja. cool. So, also Seite. Das gefällt mir. Jetzt kommt das Ding hier runter. Der Haken unten wieder rein, das ist jetzt der zweite Haken. Und hier ran kommt jetzt schon dieses Ratschenset und wird hier schon mal fixiert. Dort, wo es nachher hinkommen soll. Genau, deswegen ist es auch nicht direkt am Lack wieder mal. Nein, gar nicht am Lack, sondern auf der Plane drauf. Genau, jetzt gehen wir immer ein bisschen weiter. Dann können wir schöner einfädeln. So.
Ah, okay, das heißt, unten habe ich ein Band, oben habe ich ein Band. Genau. Und dann spanne ich das. Kann ich hier schon vorsichtig mal mit der Ratsche tätig werden und kann hier das Ganze so hinschieben, wie ich es brauche. Genau. Jetzt So. gehen wir mal rüber zur anderen Seite, nochmal zum Kontrollieren. Ob Bitte? drüben auch alles passt. Ah, da ist es runtergerutscht. Ja, ist Kein nicht Problem. schlimm. Das wäre bei mir mindestens 3-mal runtergerutscht. Aber er hat die passende Ratsche, damit geht's schnell. Lösen. Ich befürchte, das Ding wird ein Hit. Wird es. So wie alles, was gerade als Erweiterung denkt. Nee, es ist ja grundsätzlich so, was mir unglaublich gut gefällt, dass mal, ich sag mal, es 99% im Aufbau war und das eine Teil ist runtergerutscht, das kann jedem mal passieren, Natürlich. aber ist ja kein Beinbruch, ist in 2 Minuten. So, Ja. So, ich gehe mal kurz auf die andere Seite, dann zeige ich mal gerade, wie sich das beizieht. Genau, der andere, der kann ja auch mal halten hier. Ja, ich muss ja was tun. Ich war vor 2 oder 3 Jahren mit einem so, wie sieht's aus? Mitarbeiter von dir in Kroatien. Ihr habt Urlaub gemacht. Ihr habt Urlaub gemacht, der stand neben mir von Raimo. Tatsächlich, durch Zufall. Habt ihr euch Durch getroffen. Zufall. Und der ist, weiß nicht, ob er die Story erzählt hat, der ist mit seinem Fahrrad runtergefallen, so ein Hügel. Hat er erzählt? Nee. War so leicht lediert, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber das ist so eine Denkaufgabe für später. Okay, ich werde es rauskriegen. Genau, du kriegst es raus. Okay. War total witzig. Wir standen in Kroatien direkt neben mir in Raimo, Mann. Echt? Ja, Und es hat dich verfolgt. Positiv. So, jetzt können wir hier praktisch schon mal ziehen, mit Gefühl natürlich. Das unterstelle ich dir einfach mal. Prima. Genau. Geht. Also auch hier wäre eine zweite Hand auf der rechten Seite gar nicht schlecht, sag ich mal. Wenn man eine hat, Macht Sinn, genau. kriegst du aber auch alleine hin mit ein bisschen Geht Übung. alleine, aber es geht zu zweit schon einfacher, Ist doch immer so. wie bei vielen Dingen. Genau, jetzt kann man hier das Ende verstauen, dass hier nichts mehr rumhängt. Und am Ende kommt tatsächlich dieses Ding hier weg und fertig. Ah ja. Der Teufel liegt im Detail heute. Teufel liegt heute im Detail. Das liegt aber auch daran, wenn die Kamera an ist. Wahrscheinlich hast du es schon 10.000 Mal gemacht. Hat immer funktioniert. Prima, geht. So, passt. So, das heißt, von der Warte ist es fertig. Da zieht es gerade noch ein bisschen ran. So, ich zeige mal gerade innen. Das Fahrzeug hier, ist das okay für dich? So für die Fahrten unterwegs? Du kannst im Alltag überall mit ranfahren. Hast genügend Platz. Also für 2 Personen wunderbar. Länge? 6 Meter. 6 Meter. Das ist, glaube ich, die Länge, die jeder haben will, oder? Also 6,40 wäre die Option, die du ja als längere Version nehmen könntest. Aber 6 Meter ist natürlich viel praktischer. Ne? Warte, gehen wir gerade einen Schritt zurück, dass wir mal die Seite mal sehen, wie das aussieht. Es ist ein absoluter Hingucker. Guck dir das mal an. Aber ich warte mal auf das Fenster. Hat es ja eben gesagt, das Premium-Fenster mit dem Bullauge. Das kommt noch. Das kommt noch. Genau, wir machen jetzt die hintere Strebe rein. Das machen wir zu zweit wieder. Ja, ich glaube, ihr habt ein Wir gehört, genau. Genau, 1, 2. Ja. Ich kann nicht gemeint sein damit. Ich habe nämlich beide Hände voll. So, die gleiche Strebe, die wir hier jetzt nicht an der Hinterseite haben, gibt es jetzt vorne nochmal, Okay. damit man hier die gute Stabilität hat. So, dann darfst du hier rein. Ja. Ich stelle mir das so gerade vor, wenn ich jetzt eine Woche in Südfrankreich bin und habe ein riesen Schlafzimmer in einem 6-Meter-Auto und wie die Nachbarn dann alle gucken werden. Das ist genau der Punkt. Meinst du, die wollen in dein Schlafzimmer gucken? Oh, absolut. Also die Leute, die wollen dauernd in mein Auto gucken. Was auch gar kein Problem ist, können sie gerne reingucken, wenn ich nicht gerade schlafe. So, hast du, sagen wir mal, hier machen wir ein bisschen locker nochmal. Ja. Also ganz am Schluss alles festlegen, gell? Genau. Okay. So, passt für dir? Nee, ich habe nur gefragt wegen dem Fahren, weil es mir tatsächlich öfter mal passiert, dass ich den Platz mal wechseln muss. Ja. Und
gerade dann, wenn du so ganz zum Schluss kommst, du musst das nehmen, was frei ist, weißt du? Ich bin noch nicht so weit. Mir fehlt so ein Mühlbreite. Das muss nach da, das Brett. So rüber. So, jetzt. Und ist drin. Passt, oder? Noch nicht? Das Gewinde. So, also, guter Tipp. Erst am Schluss alle Schrauben festziehen. am Schluss So, alles. erst am Schluss. Ansonsten, Ja, ja. genau. So, So, hier hinten sind auch noch 4 Schrauben, die man noch ein bisschen locker machen könnte. Super. Super. so, passt. Was? Ah, jetzt kommt das Brett hoch, wunderbar. Ja, es ist im Endeffekt, ist es hinten für 120 Kilo ist es getestet. Das ist ja auch nicht unwesentlich. So, Kommen wir alle mit hin. Ja. Noch. so alle wieder angezogen. Ich glaube, das Video wird in die Annalen eingehen. Wenn ihr davon 200.000 verkauft habt, da wird er sagen, heute am 24. Februar Da war da 2021, da war da was. Genau. Ich zeige euch mal gerade, wie schön es hier ist. Warte ganz kurz, weil die Leute immer sehen wollen. Ach, hier ist Wein oder was? Was ist das? Guck mal. Ist das Das ist Apfel. Apfel, ne? Apfel? Apfel. Du, ich habe keine Ahnung. Jetzt werden die Leute wieder schreiben. Doch, es ist Mach lieber Videos. Die Stämme sind zu dick für Wein. Das ist Apfel. Wein. Dank. Und ich komme von der Mosel. Spezialwein. Wein. Das weiß ja keiner, das hast du ja nicht erzählt. Nee, ich bin tatsächlich in Trier geboren. In Porta Nigra. Porta Nigra, da war ich letzte Woche noch. Aber du bist ja viel unterwegs heutzutage. Sag mal, das Thema Camping ist ja Wahnsinn, wie sich das entwickelt hat, oder? Ja, insbesondere mit Corona. Gell? Das kann man Dass man sich aus dem Weg gehen kann. Das kann man durchaus sehr, sehr laut sagen. Aber was ich persönlich ein bisschen doof finde, dass sie die Stellplätze gesperrt haben, weil die Leute sich ja echt aus dem Weg gehen können. Aber mein Wir Gott, hatten Angst vor der Masse. ich denke auch. Also vielleicht war es gar nicht gut, dass jeder mal so ein bisschen zu Hause bleibt. Und hoffentlich ist das Thema ja bald vorbei. Einmal alle durchgeimpft. Das wird noch ein bisschen dauern, aber dann ist mit Sicherheit Licht am Ende des Tunnels. Werner, ich habe hier schon wunderschöne Bretter für dich Zeig mal. parat gehalten. Die sehen auch sehr durchdacht aus. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht warum. weil er es wahrscheinlich entwickelt Das hat. Harmonika-System hier. Das ist der Boden dann. Das ist der Boden. Der kommt ganz am Ende rein. Aha, dann stellen Und wir den noch zwar, mal ja, beiseite. bitte den nochmal stehen lassen. Weil das ist dann der Spezialboden für die Zusatzstaufläche, die man hat. Und das kann, aus vielen Vorschlägen, kann das auch eine Hundehütte sein. Ah, Sieht man nachher. jetzt hier unten. Hier unten dann, genau. Toll. So, also jetzt kommt das Bullauge, würde ich sagen. Ja, gerne. Ich habe die anderen Sachen schon geholt. Ich war ganz aufgeregt. Ja, Ich sehe, das Ende naht. so ich denke, ich sammle mir gerade noch mal einen Shitstorm ein, wenn du mir noch mal deinen Vornamen sagst. Marco. Marco. Alles gut. Ich bin der Meister am Vergessen von Namen. Das war ganz schlimm in Südfrankreich, wo ich gedreht habe. Ja? Da musste ich die Leute teilweise 3-mal fragen. Aber vielleicht lag es auch an dem Rotweinkonsum, den ich auf dem Campingplatz hatte. Den es zufällig gab. Genau. Sag mal, ihr seid ja im Prinzip in der Freizeitbranche bei Raimo, oder? Ja. Sind die Leute auch entspannt, die Händler? Oder geht's? Doch, die sind entspannt, weil die verkaufen natürlich derzeit extrem gut Equipment, Fahrzeuge etc. Die würden sogar noch mehr verkaufen, wenn es mehr gäbe. Also So ein klein wenig wie E-Bikes, oder? Das heißt, boom. Hals sind die Hersteller, oder? Der Flaschen, ja, gut, die wollen ja auch erstmal gucken, bleibt das so? Ist das vielleicht nur so ein Strohfeuer, dieser Boom? Können wir ein bisschen hochhalten hier. So, ich verlängere mir mal gerade meinen Arm. Können wir mal von oben drauf gucken. So sieht es denn aus. Sehen kann ich es nicht, aber ihr könnt sehen. Einmal, zweimal. Das ist ja dann, dass ich schon da hingucke nachher. das ist echtes Glas? Das ist Plexiglas. Plexiglas, ja. Dass man dort, dass es safe ist für Camping. Genau.
Das Teil, das du gerade hattest, kommt hier hin. Ja. Die können wir gleich Jetzt montieren. machen wir Genau, das. das Kleine. Das Kleine mit der Besonderheit, die man gleich sehen wird. Ein Rausfallschutz. Nee. Ich glaube, ich hole das Bier. Bitte? Ich glaube, ich hole das Bier. Ja, das geht Bier oder Ich habe vielleicht auch mal ein Espresso. gerade im Moment bei Lidl Perlbach habe ich gekauft, Ja. weil ich einfach mal testen wollte, ob das wirklich so schlimm ist, wie die Leute Ja. sagen. So, weil das hier, das ist die Fensterbank. Nein! Nochmal langsam. Das ist die Fensterbank, die fest integrierte. Genau. Du bist total crazy. Ein Aufstellfenster. Und ein Ausstellfenster. Ja. Das sollte genauso sein. Du bist Muss ich direkt gucken? aus München oder Nee, aus der Nähe von Ingolstadt. von Ingolstadt? Das liegt wo ungefähr? Das liegt genau zwischen Nürnberg und München. Okay. Auch jetzt gibt's wieder Haue. Du weißt nicht, wo Ingolstadt liegt. Der erste FC Ingolstadt. Ja, der war in der ersten Liga schon. Betonung liegt auf war. Zweiter? Zweite, genau. So, guckst du. Hier. Genau. Und da kannst du den Krasses- Espresso in der Früh hinstellen. Kommt noch besser. Hier vorne ist sogar noch ein... Das ist ein Innenrollo zum Zumachen, zum Verdunkeln. Damit die Leute nicht reingucken können. Genau. Weil ich würde direkt reingucken. Ich würde da gucken, wer da drin liegt. Aber guck mal, ist das süß hier. Guck mal. Fantastisch. Ist der Und Hammer. hier die mittlere Ablage noch. Ja. Was ganz krass ist, so der Spannungsbogen zum Preis jetzt. Weißt du? Weil wir haben ja gar nicht über Geld geredet. Der ist schon fest, der Preis. Wir sagen ihn noch nicht, aber der Preis steht schon fest. Ich glaube, ich habe ihn heute Morgen von Werner erfahren. Werner, Von Werner Nettball. Ich habe ihn fast schon wieder vergessen, muss ich sagen. Das ist so lange her. Annette, die So, Matratzen. ich komme jetzt hier mit den Knien mal rein. Ja, Annette. komm mal auf mein Bett rein. So, und da sind jetzt die 2 Matratzen sind auch mit dabei Okay. im Set. Und diese Matratzen werden hier eingelegt. Und ist das geil. dann ready to use, sozusagen. Genau. Was ziemlich cool ist, es ist nicht aus Plastik, weißt du, es ist aus Holz, es ist nachhaltig, es wiegt ungefähr Werner, was schätzt du? 35 Kilo 35 Kilo. insgesamt. Auf jeden Fall Das Ding. Auf jeden Fall weniger als ein 6,40 Meter Auto. Ein bisschen, ne? Und es Ja, ich habe gesehen, das war nämlich ein bisschen schräg war es. Ein bisschen den Zeltcharme wieder, ne? Der damit verbunden Nee, gar nicht. Also ich finde so, gar nicht? nee, Zelt, das da hat so den... Wenn das regnet, das prasselt so schön auf die Plane oben drauf. Ja, das Traum. stimmt, gebe ich dir recht. Traum. Also ich bin zum Beispiel einer, der... Jetzt du- habe ich noch das Thema, dass hier unten ja offen ist. Ja. Das war ja vorher nicht offen. Das heißt, es kommen hier die Viecher rein und es kommt hier, kommen unerwünschte Gäste. Und dazu wird jetzt der Boden noch eingelegt. Mhm. So, für dich nochmal eines bitte. Ja? Ein Splint Ja. Ach, für hier unten. für unten. Genau. So, Da hast du was dran geschraubt. Möchtest du den von innen nach außen oder außen nach innen? Genau, wenn du mal gerade so lieb bist, das nochmal kurz abnimmst. Genau, ich muss einmal kurz das zeigen. gehört zur Grundmontage. Diese Gegenstücke zu den Scharnieren sind bei der Grundmontage montiert. Das kann auch Bleiben selber, auch dran. genau, das kann auch jeder selber machen, die 3 Schrauben. Ja, eigentlich nicht. Eigentlich ist der Plan, dass das die Fachwerkstatt macht. So, der Fachhändler, der garantiert dann auch, dass es hält. Genau. So, und dann So kommt so ein Stahlsplint rein. ein Splint. Ja, jetzt fehlen noch 2 Teile. Einmal der Boden und einmal die Plane hinten. Genau. Erst der Boden mal, das war dieser schöne Rollboden. Werner, du musst unbedingt später das Bullauge noch gerade machen, dass die Leute Ja, sehen, dass es genau. so ist. Weil du weißt, die halten sich an jeder Kleinigkeit auf. So läuft links das Wasser gut ab, ne? Es hat alles einen Vorteil. Ich glaube, das nächste Mal, da komme ich zu Raimo und werde dort Außendienstler, so locker wie ihr seid. So, der ist aber jetzt nicht zum Draufstehen, oder? Der ist nicht zum Draufstehen, ist aber schon so, dass es Was aushält. Ein 5 mm Material, also für die Hundehütte ist es allemal okay. Definitiv. Und hier So. kommt jetzt dann die Heckplane, die auch wieder mit Magnete ausgestattet ist. Wie sollte es anders sein? Und eine Kehlerschiene. Eine Kederschiene. So, eine Kederschiene.
Weißt du, was total genial ist? Auch bei Offroad 4x4. Es gibt den ja auch von diversen Anbietern mit 4x4 Allrad. So, und da kann ich mir das sehr gut vorstellen. Die Jungs, die wollen ja immer sowas ganz Außergewöhnliches. Genau. Auf keinen Fall weiße Ware, ganz anders. Und ein bisschen ins Nichts fahren und dann da ein paar Tage stehen. So, und wenn der Förster kommt, auch schnell wieder abbauen. Den siehst du ja, du kannst ja hier durchschauen. Du weißt ja genau, wann er kommt. Mit dem Fernglas. Und die Farbe ist gut gewählt. Also es gibt verschiedene Farben. Es gibt nur Anthrazit derzeit. Ah ja, es gibt Anthrazit und Anthrazit. Genau. Entweder in Anthrazit oder in Anthrazit. Aber es ist aber so, So. Genau. Jetzt ist es hier nicht einbruchsicher, aber es ist zumindest so zu und ich kann hier sogar 2 kleine Vorhängeschlösser noch hinhängen, damit dort ein bisschen, für ganz, ganz ängstlich. Ja, Und das machen wir jetzt oben noch gerade, Ja. weil das ist schief. ja weil, Naja, was sagen die Leute, da stimmt was nicht. der Werner. So, nehmen wir hier nochmal ein. Ist schon ziemlich gut gemacht. Das heißt, oben jetzt auch die Druckknöpfe. Das heißt, wenn es ordentlich weht, Das flattert nichts, das bleibt ganz ruhig. Das ist ja schön unter Spannung, die Plane. Weil Regen ist toll, Wind Ja, ist. es war im falschen Loch. Flattert. So, willst du nicht oder darfst du nicht? Das heißt, dann steht dem Werner die nächste Million ins Haus mit diesem Bestseller. Die nächste vor allen Dingen, genau. Aber ich glaube, da spricht der Werner nicht drüber. Das ist doch nicht schlimm. Also, tolle Idee. Vielleicht der Spaß mal beiseite, Werner. Ja, ich muss hier Ja, nochmal absetzen, ja, aber das ist egal. das ist. Ich glaube dir einfach, dass es funktioniert. Zumal Raimo dahinter steht, die müssen dann gerade stehen. Dafür, dass es auch wieder läuft. abgelenkt vorhin. Ne? So, mal wieder die Frage aller Fragen, auch bei E-Bikes: Lieferzeit, ab Lager. Genau. Momentan auf Lager. Warte kurz. Sag's nochmal. So, momentan auf Lager und der Setpreis sind 2.640 €. 2.640 €. So, und das heißt, also liebe Selbermacher, wir haben es euch so schön gezeigt, ja, dass ihr es jetzt mal selber dengeln könnt. Aber ich kann euch sagen, der Werner hat 1,5 Jahre gebraucht, um es zu entwickeln. Und ich glaube, der Teufel liegt echt im Detail, oder? Der Teufel liegt im Detail, ja. So, Im und Endeffekt hast du, auch hier sind Magnete mit drin. Und du hast hier so ein ferromagnetischer Edelstahl ist hier aufgeklippt. das heißt, der kann nicht Da rosten. rostet nichts. Mhm. Da rostet nichts. Ich weiß erst seit 2 Wochen, dass es magnetischen Edelstahl gibt. Ja, das wusste ich vorher auch nicht. Ja. Aber das ist ja Learning by Doing. Und das macht Sinn, weil es sind alles Niroster-Teile sozusagen. Auch die Druckknöpfe rosten nicht und. Also das ist ja wichtig. So, da vorne war Blende hier und. So, da vorne war ein ganz kleiner Hundehaufen. Wenn du mal gerade deine Schuhe mal checkst, ob irgendwas drunter ist. Nee, anderer Schuh. Ist nix bei dir? Guck mal gerade. Nee, der ist hier. Der ist da, der Gott sei Dank. ist noch unversehrt. Bei mir auch nichts. Möchtest du mal reingehen? Ja, ich muss reingehen. Ja, es sieht gut aus. So. Genau. Du weißt, gibt es nichts Schlimmeres wie das Auto versauen. So, das ist er. 6 Meter Länge. Adria. Ich habe gesehen, hier vorne ist ein Adria-Händler direkt vor der Tür. Ist das der Grund, warum du hier bist? Nee, gar nicht. So, warte mal kurz. Da zeige ich mal gerade, das ist die Eintrittsstufe. Und jetzt kommt's. Ja? Wir betreten ein 6-Meter-Auto. Komm mal kurz mit, Marco. Ich komm mal mit. Ein 6-Meter-Auto. Ist das krass? Guck dir das mal an. Und das fühlt sich an. Es fühlt sich an wie ein fester Aufbau. Ist das krass? Genau. So, und Marco, du darfst mal die Schuhe ausziehen. Ich mach den Test. Ja, dann machst mal den Test. Obwohl du jetzt nicht der Größte bist, aber Doch, aber das siehst du nicht gleich. ja, du bist ja nicht der Kleinste. Ja. Ich mach mal das Fenster auf. Weil der Gag ist ja, die Heckfenster werden ja jetzt zu Seitenfenstern. Die Heckfenster werden zu Seitenfenster, sagt er. So, es geht auch. Das zeigen wir gleich mal von außen, dass wir das mal sehen. Das ist natürlich charmant, weil du kannst ja die Fliegengitter. Heckseitenfenster mit den Fliegengittern öffnen. Hast also genug Luftzirkulation hier hinten drin. Und Der Werner, der hilft dir mal kurz mit der. fantastisch.
Und du kannst die Fliegengitter runter machen. Du kannst die Fliegengitter runter machen und bist dir sicher, dass du im Zelt Fliegengitter hast. Zeltstoff, wenn es regnet, fantastisch. Es liegt sich fest, es liegt sich ebenerdig, Werner. ist fertig. Ja, Toll. genau. So, jetzt darfst du dich mal bitte mit dem Kopf ganz press mal nach hinten dran legen, dass man einfach mal sieht, wie viel Platz jetzt noch ist. Das heißt, hier vorne könnte sogar noch jemand schlafen, quer. Hier kann auch das Kind liegen zum Beispiel. Ach so, die Kids können dort Die Kids liegen können hier liegen. Auch und, das und die Kind. Eltern daneben. Das heißt, die Niemand Eltern, möchte. es bleibt ein Querbett, aber 4 Leute können dann schlafen. Alle Optionen. Ja, genau. Oder 3 der Länge nach, oder? So, das heißt, die Kids schlafen ja eh durch, die haben nicht so Blasenprobleme wie wir, dass wir nachts raus müssen um Wir müssen 4:30. nicht so oft hier vor. Gut. Also ich bin total begeistert. Charmant, dass du jetzt da stehst. Ja. Ich nehme jetzt, Ich habe jetzt ich nehme leider- jetzt den Cappuccino doch. Wobei ein Uso macht sich auch gut hier. Ja, das stimmt. Da gehen Ein noch mehr aufs Uso Tablett. oder so ein. Da passen mehr auf die Fensterbank. So, ich Ja, zeig mal also- gerade hier vorne. Also das System habe ich verstanden. Und jetzt machen wir mal eins, weil es so schön war. Ihr dürft alles nochmal abbauen. Kein Problem. So, und dann sehen wir ungefähr mal, wie lange es dauert. Und du kannst mal Gas geben, wenn du willst. Ja, gerne. Also ich glaube, das Abbauen geht viel schneller, weil es ist oft so, dass du, wenn du fährst, muss es manchmal schnell gehen, weil Ja, irgendwas ja, vielleicht ja. passiert ist oder keine Ahnung. Ja. Bin ich mal sehr gespannt. Ich komme mal zu dir. Also vielleicht einmal gehen wir nochmal drum herum, dass wir es nochmal komplett zeigen von außen. Denn ich komme mal kurz zu dir reingeklettert, denn dass man das einfach mal sieht. Fenster lassen wir hier offen. Ist das ist total genial. Die Fenster, das ist also. Meine Frau hat mich immer, die hat mich monatelang beäugt und hat gesagt, was machst du denn wieder für eine Gülle hier? Bis Gülle sie das heißt? erste Mal, ja, Scheiße. scheiße, ja. Okay. Genau. Und bis sie dann das erste Mal hier übernachten durfte. Und dann? Und hat sie gesagt, nie mehr wieder anders. Ab sofort bitte. Okay, Traum. Traum. Ja, weil du liegst ganz anders. Du hast mehr Platz für viele Dinge. Ja. Sehr schön. So, ich komme mal raus. Ja, ist schon ziemlich cool. Ich glaube, ich muss unbedingt mal Videos machen über Adria. So. Ich hatte die noch gar nicht am Jetzt, Schirm. wenn die alle Fenster offen sind, dann hast du hier natürlich, da hast du Durchzug. Da hast du wirklich Durchzug. So, alle Fenster sind offen. Hier auch wieder Magnete dran. Und es ist nachhaltig, das heißt, ich kann es beim nächsten Ducato mitnehmen. Wahrscheinlich. Wenn sich nicht gerade Ziemlich alles sicher. ändert. Ja. Ja, ziemlich sicher. Wenn das die gleiche Höhe ist, also der H2, wenn der gegeben ist, dann passt das wieder. Das kann ja sein, dass die mal in 2, 3 Jahren irgendwann vielleicht mal ein neues Modell entwickeln. Aber dann wird der Werner kommen in Windeseile. Und wir hatten schon Leute sogar, die einen 640er hatten. Und den 640er, also der längste von den Ducatos, den gibt es ja auch, damit die hinten sehr kompakt schlafen, gibt es den auch mit Querbett, Ja. den 640er. Ja. Die haben dann mehr Sitzfläche, die haben mehr Bad und haben aber dann trotzdem den Nachteil mit dem Querbett. Also auch für den ganz langen 640er ist das eine Option. Das heißt, man könnte aber auch die Version umbauen, theoretisch. Lass mal kurz überlegen. Wir haben ein Aufstelldach. So, das gibt es ja auch, den Ducato mit Aufstelldach. Die, ich sag mal, Kids schlafen unten. Oder Unten, die Eltern, ist natürlich das Gewicht, also 120 Kilo. Das heißt, man könnte ja das umbauen zu einer Sitzbank, theoretisch. Das heißt, also da, wo man normal schläft, könnte man es ja so umbauen, wie es ja viele machen, dass die Mitte frei bleibt. Ja. Das habe ich schon mal gesehen. Das heißt, also man kann sich drin bewegen. Das ist ja das, was viele gerne suchen. Dass sie sagen, Dass es du mehr regnet, Platz hast. dass du mehr Platz hast im Ja. Auto. So, dass du mal drin... Also, Werner, von mir hast du meinen Segen. TÜV geprüft, irgendwas? TÜV geprüft nicht, weil es ist ja nicht für die Fahrt gedacht, Achso, sondern ist nur, auch Freizeit. ist nur Freizeit. Genau. Alles klar, aber es hält. Es hält. Gut. Ja. So, ich denke, jetzt haben wir für alle Studienräte dieser Welt alle Fragen beantwortet, ja, dass sie sagen, mein Gott. Wenn's Sonderfragen kann es immer geben, aber bitte einfach über Raimo an mich und fertig. Also kein Problem. Über Raimo an mich heißt deine Mailadresse gerade mal von Raimo. Jetzt machen wir dich mal. Mailadresse für alle. Für alle. mboenig@raimo.com. Also M zusammengeschrieben. Ein Wort, Mboenig, also Bönig. B-O-E. Bönig mit OE. Genau. @raimo.com. Ich zeig's mal gerade. So, Preis nochmal? 2,640. 2,640 Listenpreis. Listenpreis mit der deutschen Mehrwertsteuer. So. Und ja, vielen, vielen Dank. Und ihr dürft mal abbauen, bitte.
Denn ich denke mal, das dürfte wesentlich schneller gehen. Ist auch so dein Tipp, wenn man es so 2-3 Mal gemacht hat, glaube ich. Wenn man es ein paar Mal gemacht hat, dann ist es wirklich überschaubar. Denn ihr wisst noch gar nicht, was ich vorhabe. Vielleicht mache ich daraus einen Zeitraffer, nämlich aus dem ganzen Video. Ja, ja, warum nicht? Vielleicht auch nicht. So, dann kommt hier die Kiste. Das alleine mit den Schrauben finde ich schon toll. Ja, dass man am Schluss muss es voll sein. Am Schluss muss es voll sein. Sollte Sollte es voll sein, dass alle da sind. ansonsten suchen gehen. Hier hoch. So, da ist eine Schraube drunter, die hält das Ganze. So, für alle, die sich jetzt wieder mal beschweren, sagen, das Video ist viel zu lang. Ihr könnt ja jetzt ausmachen, ihr wisst ja schon alles. Aber wie ich das kenne, die Leute, die es wirklich interessiert, gucken auch noch mal zu. Hat an alles gedacht. So, das heißt also auch, das ist übrigens echt gefährlich, wenn die draußen stehen. Das sage ich meinem Sohn immer. Ich bin schon oft gegen so ein Fenster gerannt. Du warst jetzt nicht der Erste. Aber es ist Kunststoff. Dein Kopf, oder? Ja, der hält das schon aus. So, Magnete. Da oben geht's ab. So, Druckknöpfe. dann kommt im Endeffekt jetzt Die hier Ratsche. Ratsche. Das war's. Das war's. So. Hier unten aushängen, das bleibt hier dran. Sag mal, so ein Set, wo man das alles reinmachen kann, jetzt Tasche oder so, gibt's sowas? Es gibt diesen Karton gibt es hier, Ja. aber ja. Nee, ich meine jetzt für den Rest. Gibt's da irgendwas, was man irgendwie reinmachen kann? Oder Im nee, nicht mehr Endeffekt hinten im Stauraum ganz unten rein. Okay. Unten rein, fertig. Genau. Da war es ja vorher auch drin. Da war ja vorher alles drin, genau. Genau. Passt. So, jetzt bin ich schon beim Längen schlauer, denn als du nämlich am Anfang ausgepackt hast, habe ich gedacht, du hättest irgendwas mitgenommen, aber es gehört alles dazu. Es gehört alles dazu. Genau. So, dieser Klappboden. Und alle Teile halt zur Seite mal hinstellen, da kann man es am Schluss schön einräumen. Genau, da ist es. So, und die Kiste. Oh. Ja. Die war nicht drauf, die Kamera. Ist aber auch gemein, immer wenn wir filmen. Gehört dazu. Ich habe das schon in der Hand. Ja, das wäre Zweite eigentlich das Reihenfolge. letzte gewesen. Ja. Kriegen wir trotzdem jetzt hin? Eine Schraube noch mal rein, bitte. Eine ist hier noch drin. Ne, die Flügel, die da unten. So, das heißt, die Reihenfolge erst innen, dann außen. Ja, ja, genau. Kinder, ich glaub's euch, dass es geht. Wir machen einen Cut. Vielen, vielen Dank, Werner. Gerne doch, gerne doch. Und Du bist ein Engel. 23. Februar 2021. Ganz spontan habt ihr gesagt, ihr kommt hier zu uns, zu den Dreharbeiten, zu den Offroadern. Und auch dir von Raimo, der Marco. Alles für Camper, Reisemobile und Caravans. Dann noch viel Erfolg für 2021. Vielen Dank, ebenfalls. Tschüssi. ciao.